Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute zeige ich euch ein geniales, gesundes, ketogenes Brot, welches ohne Weizenmehl, sprich ohne Kohlenhydrate auskommt, dabei auch noch super gesund ist, denn es besteht in der Hauptsache aus gemahlenen Sonnenblumenkernen und aus gemahlenen Leinsamen. Dabei hat es die Konsistenz von weichem, fluffigem Brot, ähnlich wie Toastbrot zum Beispiel. Man könnte das Brot also sehr gut auch toasten, man könnte auch Sandwiches daraus machen, man könnte es auch ganz normal wie herkömmliches Brot verwenden. Es schmeckt auch ganz normal wie neutrales Brot. Man merkt überhaupt keinen Unterschied zu herkömmlichem Brot. Und da es keinen Weizen beinhaltet, ist es auch sehr gut für Zöliakie-Kranke geeignet, da es kein Gluten beinhaltet. Ein wunderbares Brot, welches jedem schmecken wird, eine fluffige, weiche Konsistenz hat und dazu noch überaus gesund ist. MashaAllah. Wie schon gesagt, besteht es in der Hauptsache aus Bio-Sonnenblumenkernen, die gemahlen werden, und zwar zu ganz feinem Mehl, und ebenso Leinsamenmehl. Das werde ich euch gleich zeigen. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Sonnenblumenkerne hier ganz fein gemahlen werden, und genau das gleiche tun wir dann mit den Leinsamen, und hier würde ich empfehlen, die goldenen Leinsamen zu verwenden. Denn die geben dem Brot nicht nur eine schöne helle Farbe, sie schmecken auch sehr viel milder als die dunklen Leinsamen. Dann kommen 2 Esslöffel gemahlene Flohsamenschalen hinzu, 1 Teelöffel Himalaya-Salz, ein ganzes Päckchen Backpulver. Das waren die trockenen Zutaten, und jetzt kommen die flüssigen Zutaten hinzu, die bestehen aus 8 Eiweißen. Man könnte stattdessen natürlich auch 4 ganze Eier verwenden, natürlich immer von Bioqualität, aber empfehlen möchte ich wirklich 8 Eiweiße zu benutzen. Denn das Eiweiß sorgt dafür, dass das Brot schön aufgeht. Wir haben jetzt noch 3 Esslöffel naturtrüben Apfelessig hinzugegeben, und wir verrühren das Ganze schon mal ein bisschen vor, bevor wir dann das heiße Wasser hinzugeben, und zwar 200 Milliliter heißes, dampfdestilliertes Wasser, wenn möglich. Dann wird das alles richtig gründlich verrührt, während der Ofen schon vorgeheizt wird, und diese Mischung kommt jetzt in eine mit Backpapier ausgelegte längliche Brotform. Das ist aber nicht Pflicht, man könnte auch einfach einen Brotleib daraus formen mit der Hand. Das würde sich für dieses Brot sogar sehr gut anbieten, weil man mit der Hand daraus eine typische Brotform herstellen könnte, die in der Mitte hoch geht und an der Seite abgeflacht ist. Dann könnte man das vorbereitete Brot noch mit gesunden Samen bestreuen. In meinem Fall benutze ich die ägyptischen Schwarzkümmelsamen. Denn im Schwarzkümmel liegt ja Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod, laut eines Ausspruches unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommt die Brotform in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze, und wird dort mindestens 1 Stunde lang gebacken. Nach einer Stunde könnte man dann den Stäbchentest machen, und wenn das Stäbchen sauber herauskommt, ist das Brot auf jeden Fall fertig. Wir sehen, wie schön das Brot aufgegangen ist, mashallah. Jetzt ist es wichtig, das Brot erstmal komplett auskühlen zu lassen, bevor wir es dann anschneiden können. Das Brot kann mindestens 1 Woche lang im Kühlschrank gelagert werden. Man könnte es auch sehr gut einfrieren. Am besten dazu das Brot schon vorher in Scheiben schneiden und dann diese Scheiben portionsweise einfrieren. Sonnenblumenkerne liefern reichlich Proteine, Ballaststoffe, B-Vitamine, Vitamin E und Mineralstoffe. Sonnenblumenkerne wirken antioxidativ, antibakteriell, entzündungshemmend, antidiabetisch und blutdrucksenkend. Leinsamen enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe und Lignane. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass all diese pflanzlichen Stoffe das Brustkrebsrisiko senken können. Die sogenannten Lignane, die ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Prävention und der Heilung von Brustkrebserkrankungen spielen, sind natürliche pflanzliche Bestandteile, die in vielen Pflanzen, Früchten und Gemüsen enthalten sind, aber im Leinsamen befinden sich ungefähr 100-mal mehr Lignane als in jedem anderen Lebensmittel. Und diese Lignane verringern die Geschwindigkeit des Tumorwachstums, sie helfen dabei, die Bildung von Metastasen zu verhindern und die Östrogenproduktion von Fettzellen zu reduzieren. Wir sehen hier übrigens sehr schön, wie fluffig dieses köstliche Brot ist und welch weiche, schöne Struktur dieses Brot hat. Ja, und was nochmal die Lignane betrifft, so sind dies sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer und entzündungshemmender Wirkung. Außerdem zählen sie zu den sogenannten Phytoöstrogenen. Sie haben also östrogenähnliche Wirkung und können daher sowohl eine Östrogendominanz positiv beeinflussen, als auch einen Östrogenmangel beheben helfen. Die darmreinigenden, entgiftenden und verdauungsfördernden Eigenschaften der Leinsamen sind insbesondere auf ihren hohen Ballaststoffgehalt und die Art ihrer Ballaststoffe zurückzuführen.
Sie bestehen zu 35% aus Ballaststoffen, und zwar aus einer ausgewogenen Mischung löslicher und unlöslicher Ballaststoffe. Die unlöslichen Ballaststoffe, also zum Beispiel die Zellulose, bindet sehr gut Wasser, wodurch die Stuhlmasse erhöht wird, die Peristaltik angeregt wird und so die Ausscheidung gefördert wird, gleichzeitig aber auch gut sättigend wirkt und den Darm reinigt. Die löslichen Ballaststoffe hingegen, zum Beispiel die Schleimstoffe und Pektin, dienen hingegen vorwiegend als Nahrung der nützlichen Darmbakterien und zeigen toxinbindende sowie Darmschleimhaut schützende Eigenschaften. Das leckere Brot kann jetzt mit jeder Art von Belag bestrichen werden. Hier seht ihr auch meine selbstgemachte gesunde Marmelade. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Ebenso mein Video zum leckeren Cashew-Dip. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert das Video, teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Madia.